Hallo und herzlich willkommen zu Pouring mit Nadine. Heute kommt das versprochene Video mit der Latexfarbe. Ich muss mich allerdings entschuldigen, und zwar habe ich leider den Autozoom vergessen auszumachen und das Video pumpt ab und zu ein bisschen. Entschuldigt das bitte. Seidenglanz Latexfarbe von der Marke Renovo. Von der Angabe der Menge. Ich messe ja und wiege ja nicht mehr ab. Da es mein erster Versuch war, ihr seht, ich habe einfach mal da so einen guten Schuss reingedrückt. Dann den Artist Junior Vinylkleber, auch einen ordentlichen Schluck oben drauf. Ein klein wenig Wasser. Das war meine Weißmischung für die grüne Farbe. Dann die Mischung ohne das Renovo Latex, sondern wirklich nur Acrylkleber, genau, Vinylkleber, Wasser und die Farbe. Das ist jetzt wieder das normale Mischungsverhältnis, 2 Teile Vinylkleber, 1 Teil Farbe und 1 Teil Wasser. Untergrundfarbe genauso angemischt. In den Becher schichte ich jetzt die Farben, abwechselnd immer das Weiß, wo dieses Seidenlatex auch drin ist, gemischt mit dem Neo-Acryl-Grün, nur mit dem Vinylkleber und Wasser gemischt. Das schichte ich jetzt abwechselnd. Und dann stürze ich den Becher auf die grundierte Leinwand, mache oben gleich noch ein paar kleine Löcher rein, damit es besser ausfließen kann. Ich muss sagen, ich war echt gespannt und ihr seht, es gehen wunderschöne Zellen auf. Also leichtes Erhitzen. Ich habe kein Silikonöl in den Farben und auch kein Fluorol. Es ist wirklich in dem Weiß diese Latexfarbe, die jetzt dafür sorgt, dass sich diese schönen Zellen bilden. Also ich war sehr positiv überrascht. Ich lasse euch hier die Schwenkgeschwindigkeit auch mal im Original laufen, damit ihr seht, man braucht das wirklich Geduld für. Man sollte nicht zu schnell schwenken, lieber ein paar Mal hin und her und auch die Farben wieder zurück ins Zentrum holen. Und wenn ihr zu schnell schwenkt, überschlagen sich und überschieben sich die Farben und ihr zerstört auch wieder diese wunderschönen Zellen, die gerade entstanden sind. Und so könnt ihr euch Zeit lassen. Könnt euch das Motiv nochmal betrachten, überlegen, in welche Richtung bewege ich noch ein bisschen, behaltet aber immer dabei die komplette Leinwand im Auge. Ich habe das wirklich gerne, wenn das Motiv auch über die Ränder des Bildes geht. Deswegen schwenke ich das jetzt auch ganz bewusst über den Rand. Und hole mir dann nochmal das Ganze wieder etwas zurück. In der Nahaufnahme seht ihr sehr gut, es haben sich hier unten wunderschöne Netzzellen gebildet und hier oben am Rand auch diese Schattierung mit dem Weiß ins Grau, ins Schwarz gehend, finde ich sehr gelungen. So sieht es jetzt im nassen Zustand aus. Ich finde es, wie gesagt, sehr schön. Es war ein Versuch. Ich hatte es bei anderen gesehen und wollte es unbedingt mal ausprobieren. Also es kommt noch mehr mit Latexfarbe. Für heute war es das schon wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da oder einen lieben Kommentar. Darüber freue ich mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.